Okay, guten Morgen. Wir sind gestern wieder heil am Festland angekommen. Um 6:30 oder so sind wir, glaube ich, von der Fähre runter. War halt natürlich schon dunkel. Wir sind dann irgendwie 2-3 Kilometer gefahren, haben den Park hier gefunden, haben hinten in dem Pavillon wieder unser Zelt aufgestellt. Boah, war eine ganz schön frische Nacht. Bestimmt Minusgrade. Wir haben gestern in den Nachrichten auch gesehen, in Seoul irgendwie -9 Grad. Mal gucken, was das jetzt die nächsten Tage wird. Es kühlt gut ab. Das ist ein Container. Und der stand hier direkt neben dem Radweg. Und der hat 3 fette Fenster. Und keinerlei Einzäunung oder Schilder oder sowas, dass man da nicht rein darf. Oder Hinweise, dass das irgendwie Privatbesitz sei. Die Tür ist auf. Ja, von daher haben wir uns hier einfach auf den Boden gehauen. Das war ziemlich geil, aber auch kalt. 1,7 Grad zeigt das Thermometer an. Boah. Wir sind jetzt auf dem Yeongsangang Fahrradweg, benannt nach dem Fluss hier. Auf dem fahren wir jetzt ungefähr 100 Kilometer. Das ist ein etwas kürzerer Radweg auch. Ins Landesinnere quasi. Es wird auch kälter und kälter, je mehr wir nach Norden fahren. Heute ist es noch kälter als gestern. Und ja, die Nacht haben wir in einem Häuschen da verbracht. Aber unser Thermometer hat auch 2 Grad nur gezeigt da drin. Klar, Winter, Korea. Wird es kalt, aber irgendwie, dass es so schnell auf einmal kommt, da waren wir nicht psychologisch vorbereitet. Aber ja, wenn man die ganze Sachen anzieht, was man hat und jetzt Fahrrad fährt, dann geht es einigermaßen. Sehr schön. Nächster Stempel.
Four Rivers, Bamboo irgendwas, Bamboo Forest. Boah, echt verrückt irgendwie, keine Ahnung. Jetzt sind wir in einem Bambuswald. So kalt die letzten Tage gewesen irgendwie. Minusgrade. Und es fühlt sich so vom Klima irgendwie doch, ja, eigentlich irgendwie so wie in Deutschland an zum Beispiel. Und auch landschaftlich durchaus. So normale, was weiß ich, Laubwälder und Tannenwälder, Fichtenwälder. Ja, aber auf einmal ändert sich das dann und man fährt durch den Bambuswald. Verrückt. Da, okay, so. Hier haben wir gestern gezeltet. Naja, nicht so ganz optimal, irgendwie auf dem Parkplatz, ehrlich gesagt. Aber naja, da hätten wir eine Toilette, das war schon mal ziemlich cool. Und hier hörte halt der Fahrradweg auf. An dem, wie hieß der Fluss, wissen wir das noch? Jianggangsang oder sowas? An so einem Stausee. Hier hörte der Fahrradweg auf und wir haben es gestern Abend halt gerade noch geschafft. Und ja, jetzt geht's weiter, erstmal ein bisschen nicht auf dem Fahrradweg. Und hier ist schon eine Gruppe von koreanischen Fahrradfahrern. Die sind hier gerade mit dem Bus angekommen. Da vorne sind die Räder. Da trocknet unser Zelt. Jetzt soll ich hier ein Foto von den Jungs machen. Annyeonghaseyo. Ja, gerade ein Bild gemacht. Noch eine Packung gekochten Reis und ein, weiß ich nicht, Schokoriegel geschenkt bekommen. Sehr nett. Ja, die fahren jetzt los. Den Radweg in die andere Richtung. Und wir fahren weiter in die Richtung. Das sind halt die zwei unterschiedlichen Stile, sag ich mal, eine Radreise zu machen. Die einen lassen sich hier mit dem Taxi herfahren, holen ihre hochmodernen Fahrräder raus, ziehen ihre hochmodernen Fahrradklamotten an, ihre Trainingsanzüge, eng anliegend, farbig, irgendwelche Schuhüberzüge, Klickpedale, extra Schuhe zum Fahrradfahren, Gesichtsmaske, krasse Fahrradfahrer-Sonnenbrille, halt die ganzen Geschichten. Tja, und dann wir zelten hier auf diesem Parkplatz mit einfachsten Mitteln, haben ganz normale Klamotten an, nichts Besonderes, haben unsere fetten, schwer beladenen Räder dabei und sehen das Fahrradfahren halt einfach als Mittel zum Zweck. Und die Bande da vorne stellt halt das Fahrradfahren in den Vordergrund, da geht es ums Radfahren. Uns geht es halt darum, das Land zu erkunden, die Menschen zu erkunden, die Kulturen zu sehen. Und das Fahrrad ist einfach das optimale Mittel dafür, weil du mit dem Rad in Gegenden kommst, wo du mit anderen Transportmitteln im Normalfall nicht wirklich hinkommst, mit irgendeinem Bus oder sowas oder mit irgendeinem Taxi oder halt, ja, wenn du halt in irgendein Land reist, dann wirst du halt auch irgendwie zu den Hauptsehenswürdigkeiten geleitet, etc. Das passiert uns mit dem Rad halt nicht, weil wir halt, ja, vollkommen individuell reisen, vollkommen selbstständig reisen und dahin fahren können, wo wir wollen. Und das ist das, was für uns das Radreisen ausmacht.
Okay, wir sind jetzt irgendwie zufällig in irgendeiner Touristenhochburg gelandet. Wissen wir, wie die Stadt heißt? Jeongju? Jeongju, wo müssen wir hin? Ich glaube hier. Und wir waren schon irgendwie so ein bisschen, naja, nicht skeptisch, aber verwundert. Wir haben gestern geguckt, wir wollten uns hier ein Hotel nehmen und es gab halt super viele Hotels. Also irgendwas hat sich schon angedeutet. Aber boah, wir sind da eben, da habe ich nicht gefilmt, aber da waren eben so viele Leute. Es gibt hier irgendwie so eine ziemlich große, wohl relativ gut erhaltene Altstadt. Und die ist voll mit Touristen und voll mit Restaurants und voll mit Souvenirshops und voll mit Cafés und allem möglichen Zeug. Gucken mal, dass wir irgendwie ein günstiges Hotel finden. Wir wollen 2 Nächte hier eigentlich Pause machen. Wir schließen uns dem bestimmt auch noch an und machen auch noch einen Spaziergang. Gut, weiter geht's. 2 Nächte hier geblieben. Schön ein bisschen ausgeruht. 1, 2 kleine Spaziergänge gemacht. Ja, war ganz nice. Ziemlich viel los gewesen in der Stadt. Pass auf! Do you speak English? A little. What is he doing? It's anti-bug. Ah, anti-bug. Yeah. Ah, okay, okay. Thank you. 감사합니다. Käfer, Killermittel oder was weiß ich. Komm schnell weg hier. Sehr schön, geschafft. Sind von der Straße runtergekommen, aus der Stadt rausgekommen. Jetzt haben wir hier einen ganz coolen Fahrradweg. Ich weiß gar nicht wie lange, ich glaube nicht so lange, nur ein paar Kilometer. Mal gucken, dann müssen wir wieder irgendwie auf die Straße. Ja, sehen wir mal. So, geschafft für heute. Ist jetzt 5 Uhr abends. Doch nicht mehr so kalt wie vorhin. Vorhin war es ein bisschen windig. Jetzt ist es wieder ein bisschen angenehmer. Und jetzt bauen wir hier gleichzeitig das Zelt auf. Ja, ein kleiner Rastplatz irgendwie an der Straße. Nichts Besonderes, aber ja, relativ ruhig. Perfekter Platz. Gucken, wie die Nacht wird, ob es kalt wird. Ja, wird bestimmt. Ja, wird schon kalt. Ja, ich glaube im Wetterbericht stand heute 1 Grad nachts. 1 Grad heute Nacht? Ja.
Was war gestern Abend? Guten Morgen. Gestern Nacht Gestern sind Nacht, wir ja. wach geworden von so komischen Geräuschen. Und zwar, es war sehr nah gefüllt, so ein paar Meter oder so. Und das war irgendwie so ein Miau. Da war auf jeden Fall irgendwie so ein Ja, wir denken, Katzengeräusch drin. dass es irgendwie so eine größere Katze sein Das war könnte. groß. Irgend so ein Luchs oder Leopard. Das war auf jeden Fall ein Geräusch, das wir noch nie gehört haben. Nee, der war echt sehr spannend. Wir gucken nach im Internet, was für Tiere hier in diesem Gebiet gibt. Und da drüben ist eine große Müllkippe. Vielleicht deswegen war der da und hat irgendwie nach Futter geguckt. Das war echt Aber krass, auf jeden oder? Fall war das echt sehr krass. Und dann hast du die Hupe da rausgeholt. Ups, genau. Ich habe unsere gute Hupe rausgeholt hier, die wir noch aus Russland haben. Die ist jetzt allerdings fast leer. Aber gut. Da habe ich dann zweimal gehupt. Und dann war Ruhe. Aber boah, das war schon echt so mehrmals, so irgendwie 5, 6, 7, Ja. 10 Mal. Da echt so dieses Geräusch gemacht, so ein richtiges, lautes, tiefes, ja, so ein, wie sagt man denn, so ein Brüllen, ja, so ein Brüllen halbwegs, ne? Aber halt mit so einem Katzencharakter drin, ne? Also irgendwie, ja, vielleicht ein Luchs, Leopard, Tiger. Wir gucken nachher mal, was es hier für Tiere gibt. Gibt es keine Mülleimer? Und wir werden unseren scheiß Müll nicht los. Müssen da irgendwie immer in irgendwelche Geschäfte rein oder sowas, irgendwie fragen, ob wir unseren Müll abgeben dürfen. Manchmal sagen die dann auch noch, nein, irgendwie, ich muss das alles sortieren und abwaschen und weiß der Geier was. Dann landet der Scheiß hier, echt. Und lockt irgendwelche Tiger an. Jetzt nochmal probiert, auf dem offiziellen Weg reinzukommen. 2 Männer getroffen. Aber die haben natürlich gesagt, dass ich nicht rein darf. Ja, warum sollten sie mich da auch reinlassen? Okay, das ist eine Hundefarm in Südkorea. Wir haben schon mit ein paar Leuten gesprochen und wussten schon, dass hier Hunde gegessen werden. Allerdings ja, wurde natürlich wie immer versichert, nein, das war nur früher so und heutzutage gibt es das gar nicht mehr und so weiter. Tja, das ist eine Riesenfarm, mehrere tausend Tiere. So sieht's aus. 안녕하세요. Wir befinden uns jetzt in der Stadt Daejeon in Südkorea, ziemlich zentral. Und in dieser Stadt, beziehungsweise zwischen dieser Stadt und der nächsten Stadt, Sejong, gibt es einen ganz besonderen Fahrradweg. Und zwar haben wir das vor ein paar Wochen auf Facebook gesehen. Das war irgendein Video, was auch, ja, ich glaube wirklich ein paar Millionen Views hatte, was richtig viral gegangen ist. Und da wurde dieser Fahrradweg gezeigt. Und das Besondere an diesem Fahrradweg ist,
dass er in der Mitte einer Autobahn entlang führt. Das bedeutet, links und rechts ist jeweils eine Spur der Autobahn und in der Mitte ist der Fahrradweg und zum Teil ist er sogar überdacht und ja, der ist ein paar Kilometer lang, halt zwischen den beiden Städten und wir gucken jetzt mal, dass wir den finden. Gut, wir haben noch was nachzuholen von gestern Nacht. Ja, und zwar über was das für ein Tier war. Lese ich jetzt einen Artikel, was für Tiere hier gibt's. Es steht, 80 Säugetierarten kommen in Südkorea vor. Größte Säugetiere wie Tiger, Leoparden und Schwarzbären waren auf der gesamten koreanischen Halbinsel verbreitet. Durch Abholzung und Wilderei sind die aber praktisch aus Südkorea verschwunden. Noch etwas häufiger kommen Raubtiere wie Luchse und Wildkatzen vor. Vielleicht war das eine Wildkatze. Aber Wildkatzen sind klein. Sind klein. Ja, Wildkatzen sind, glaube ich, wie Hauskatzen. Das Na dann Luchs. Dann war es wahrscheinlich ein Luchs, ne? Ja. Sonst quasi, es gibt Rehe, Hamster, Wiesel. Gut, die werden heute aber, glaube ich, hier nicht auf uns warten, denn heute zelten wir hier wirklich mitten in der Stadt. Da sind Häuser, da sind Häuser. Und hier ist irgendwie so ein cooler kleiner Steg. Ja, morgen geht's weiter. Heute hoffentlich keine Luchsbesuche. Seelöwen gibt's hier. Oh, Seelöwen, oh nein. Die kommen da raus.